Willkommen zurück zu einem weiteren AKX-Update. Das letzte Mal hatten wir unsere Kräfte stark gebündelt, um nach der Rumpfhochzeit in voller Spannweite zur Aero in Friedrichshafen zu fahren. Wenn ihr euch das nochmal angucken möchtet, dann könnt ihr hier klicken. Wir hatten dort einen tollen Stand mit vielen interessanten Gesprächen und Eindrücken und möchten uns an der Stelle auch besonders bei Jonas Lochbrunner Veranstaltungstechnik für den Traversenaufbau bedanken. Jetzt wieder zurück in Karlsruhe konnten wir uns nur noch wieder den anderen Baugruppen widmen, wie zum Beispiel den Winglets. Dabei haben wir einige neue Kohlefaserteile gebaut, nämlich die Wurzelrippen und einen Lagerbock für die Seitenrudersteuerung. Einen Endleistensteg mussten wir leider neu bauen, da das Teil leider nicht gepasst hat. Aber damit haben wir jetzt fast alle Faserverbundteile für die Winglets zusammen, dass wir uns nur dem Ausrichten der Einbauteile und der Steuerung widmen können. Hierzu verwenden wir an der Form befestigte Lehren, an denen wir dann eine Dummy-Ruderachse mit Seitenruderscharnieren befestigt haben. An dieser kann man dann den Endleistensteg positionieren und die Löcher für deren Einbau sowie eine Durchführung für die Seitenrudersteuerstange bohren. Da wir bei der AKX kein Seitenleitwerk besitzen, haben wir die Seitenruder in die Winglets verschoben. Der restliche Aufbau ist aber eigentlich ziemlich ähnlich zu der normalen Seitenrudersteuerung von einem Segelflugzeug. Und die Seitenruder werden wie bei jedem Flugzeug mit den Füßen bedient. Bei einem Segelflugzeug ist die Sitzschale bzw. die Position fest und die Position der Seitenruderpedale wird dann verstellt, um eben unterschiedliche Pilotengrößen einzustellen. Und über einen Pin wird dann die Position verriegelt. An den Seitenruderpedalschlitten sind dann die Pedale drehbar gelagert und durch die Platten vergrößern wir die Auflagefläche von den Füßen. Seitlich an den Pedalen sind dann gebogene S-Rohre, durch die die Seile geführt werden und dadurch ändert sich die Position der Pedale bei unterschiedlichen Pedalschlittenpositionen nicht großartig. Die Anschlüsse für das Seitenruder befinden sich ja vor dem Holm des Flügels, da hinter dem Holm die Steuerstangen für Quer-, Höhen- und Wölbklappe durchgeführt werden. Um das zu realisieren, wird das Seitenrudersteuersignal mit einer Umlenkung wieder nach vorne geführt, wo es mit dem Hebel die Platte durchbricht, von dort es dann direkt an die Ruderanschlüsse gibt. In diesem Hebel selbst ist dann auch die Seitenruderdifferenzierung integriert. Das bedeutet, dass der Seitenruderausschlag des kurveninneren Ruders größer ist und somit der kurveninnenseitige Ruder mehr Luftwiderstand erzeugt und dadurch ein positives Moment entsteht, was eben die Seitenruderwirksamkeit erhöht. Die nächsten Schritte bei der Seitenrudersteuerung ist dann das Schweißen von eben den Schweißteilen und dann ist eigentlich die Steuerung rumpfseitig auf jeden Fall fertig, oder im Prinzip. Wie es dann wingletseitig weitergeht mit der Seitenrudersteuerung, darüber hat ja Kilian gerade eben was erzählt. Eine weitere spannende Baustelle, an der wir viele Fortschritte gemacht haben, ist das vordere Fahrwerk. Anfangs wollten wir die Fahrwerksgabel aus Titan 3D drucken, aber da die Gabel sehr weit vorne ist, wollen wir sie so leicht wie möglich haben. Dies liegt an dem Schwerpunkt, den wir ungefähr da haben wollen, wo später der oder die Pilotin sitzt. Und vor allem vorne sind wir durch die vielen Steuerelemente und dem dicken Flügelholm relativ schwer im Vergleich zur hinteren Rumpfhälfte. Außerdem ist es zulassungstechnisch aufwendiger, eine 3D-gedruckte Titangabel zu verwenden, weil das Verfahren in der allgemeinen Luftfahrt noch nicht so verbreitet ist und man deshalb umfangreichere Nachweise erbringen müsste. Deswegen wollen wir schauen, ob die Fahrwerkskabel aus Kohlefasersträngen, auch genannt Rovix, bauen können, um Gewicht zu sparen. Wenn man sich hier die Fahrwerkskabel anschaut, sieht man, dass wir sie topologieoptimiert konstruiert haben. Dies bedeutet, dass der Computer überall da Material entfernt, welches wir nicht unbedingt brauchen. Dies hilft uns, möglichst leicht zu sein, aber resultiert auch in solch komplexen Formen hier. Und um solche Formen laminieren zu können, versuchen wir uns mit Hilfe von 3D-Druck und diesen Nadeln hier einen Plan zu machen, wie man am besten die einzelnen Stränge legt. Wegen der hohen Unsicherheit, wie die Fasern dann später im Teil wirklich genau liegen und dem anisotropen Materialverhalten von CFK, ist eine Simulation nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, um herauszufinden, wie viel die Gabel wirklich aushält und wo genau es bricht, müssen wir sie auch tatsächlich in einem Belastungsversuch brechen. Anhand der Versagensstelle kann man dann die Gabel weiter in einem iterativen Prozess verbessern. Hierfür haben wir dieses Belastungsgestell gebaut, wo wir die Gabel theoretisch bis 5 Tonnen belasten könnten.
Der Lastfall, in der die Gabel belastet wird, simuliert eine harte Landung mit leichtem Schiebewinkel. Die erste Gabel wurde schon gebaut und bis zum Bruch belastet, wie man hier sieht. Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend und wir sind schon am Bau der nächsten Kohlegabel, um einige Verbesserungen einzubringen. Wir haben uns ein cooles neues Konzept überlegt, um die Trimmung der AKX zu realisieren. Zuerst, was ist überhaupt eine Trimmung? Eine Trimmung ist ein Mechanismus, um eine Federkraft auf eine Achse der Flugzeugsteuerung aufzubringen. Bei Segelflugzeugen ist das Nicken um die Querachse, also die Höhenrudersteuerung oder einfach Knüppel vor und zurück. Diese Federkraft sorgt dafür, dass das Flugzeug bei allen Geschwindigkeiten ausgetrimmt werden kann, also lastfrei geflogen werden kann. Die Federkraft wirkt dabei der aerodynamischen Kraft entgegen und gleicht sie aus. Durch Verstellen der Trimmung können unterschiedliche Geschwindigkeiten lastfrei, also ausgetrimmt, geflogen werden. Bei der AKX mussten wir aufgrund von Bauraumeinschränkungen kreativ werden, haben aber auch einzigartige Möglichkeiten, um die Trimmung zu realisieren. Hier seht ihr unseren Trimmungsdemonstrator und gleichzeitig einen Teil der Höhenrudersteuerung. Gebaut haben wir diesen Demonstrator, weil wir eben so einen unkonventionellen Entwurf haben, dass wir das auch mal in der Gesamtheit ausprobieren müssen und zum Beispiel so Sachen wie jetzt die exakte Federkraft auch durch Ausprobieren einstellen müssen. Hier ist später der Knüppel für den Piloten befestigt. Über ein Parallelogramm kann sich die Knüppelstange vor und zurück bewegen. Deshalb nennt man diese Art der Steuerung Parallelogrammsteuerung. Im weiteren Kraftverlauf wird hier die Höhenrudereingabe mechanisch gemischt und auf die Ruder verteilt. Das ist in diesem Demonstrator aber nicht umgesetzt. Wir haben uns die geometrischen Eigenschaften des Parallelogramms zunutze gemacht, um die Trimmung umzusetzen. Die Trimmung besteht im Kern aus 2 Federn und einem Stahlseil, die zusammen ein Dreieck bilden. Bewegt man den Knüppel vor und zurück, stellt man fest, dass von den beiden Schenkeln immer einer gekürzt wird, während sich der andere lenkt. Wenn man jetzt das Stahlseil hier festhält, erhält man dadurch eine Federkraft, die immer proportional zum Knüppelausschlag skaliert und an einem Punkt einen Nullpunkt hat. Hält man das Stahlseil nicht nur an einem Punkt fest, sondern verschiebt diesen Punkt, hier in diesem Fall hoch und runter, dann verschiebt man auch den Nullpunkt der Federkraft. Um das zu realisieren, gibt es eine selbsthemmende Spindel. Wenn sich die Spindel dreht, verschiebt sich diese Spindelmutter mitsamt dem Block hoch und runter. Durch die Selbsthemmung der Spindel geht das aber nicht andersrum. Das heißt, eine Axialkraft kann nicht dazu führen, dass sich die Spindel von alleine dreht. Hier oben ist ein kleiner Steppermotor vorgesehen, der die Spindel antreibt. Wie geht es jetzt weiter? Dies wird nicht der finale Entwurf bleiben, denn es wird noch einige strukturelle Änderungen geben. Außerdem fangen wir jetzt an, ein System für die Steuerung des Steppers zu entwerfen. Eine große Frage dabei ist noch, ob wir einen mechanischen Override implementieren wollen, was natürlich zusätzlicher Aufwand wäre, oder ein rein elektrisches System mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen auszustatten, um Ausfall oder Fehlverhalten auffangen zu können. Ja, mittlerweile sind einige Wochen vergangen und wir haben Fortschritte an der Elektronik der Trimmung machen können. Wir haben in unserem Demonstrator jetzt alle Teile für die Linearbewegung verbaut, die wir freundlicherweise von IGOS zur Verfügung gestellt bekommen haben. Gesteuert wird das Ganze mit einem Arduino und ich kann nun mit Hilfe dieses Schalters die Spindelmutter nach oben und unten verschieben und entsprechend die Trimmung nach vorne und nach hinten bewegen. Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Damit die Trimmung eine runde Sache ist, fehlen noch einige Dinge. Zum Beispiel benötigen wir Endschalter und Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel einen Notausschalter und eine Backup-Batterie. Den mechanischen Override, den ich erwähnt hatte, werden wir aller Voraussicht nach nicht benötigen. Des Weiteren möchten wir diesen Schalter hier gerne zu einem 5-Wege-Schalter umbauen, quasi so wie man ihn aus elektrischen Fensterhebern im Auto kennt, damit die Trimmung wahlweise langsam oder schnell verfahren werden kann. Wie ihr seht, bleibt es also nicht nur bei der Trimmung, sondern auch bei vielen anderen Themen spannend. Und um davon nichts zu verpassen, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis zum nächsten Mal.